to do, and we're halfway through my time with you. Mir ist gerade aufgefallen, wir haben noch viel zu tun und die Hälfte meiner Zeit mit euch ist schon vorbei. Right now it's exactly halfway, Jetzt gerade ist Halbzeit. and we have Song of Solomon, Ecclesiastes, Proverbs, Wisdom, Chronicles, 2 Samuel. Ja, all diese Bücher haben wir noch vor uns. So let me bring my story to an end quickly. Also ich beende meine persönliche Geschichte jetzt ganz schnell. To me, it's just a wonderful providence, a wonderful working of God. Für mich ist es einfach wunderbar zu sehen, wie Gott Sachen schon vorher bestimmt. I came home after my SOE and outreach into Portugal. Also ich kam zurück nach meiner Schule für Evangelisation und Einsatz nach Portugal, nach Hause. And I applied for the school in Hawaii. Ich habe mich beworben für die Schule in Hawaii. And I went to my church missions group. Ich bin zu der Missionsgruppe meiner Gemeinde gegangen. And I still remember explaining to them that I felt God was calling me to study the Bible in Hawaii. Und ich kann mich noch genau daran erinnern, wie ich versucht habe, ihnen klarzumachen, dass Gott mich berufen hat, die Bibel in Hawaii zu studieren. And that went down like a lead balloon. Und das war nicht so populär bei ihnen. They looked at me and they said, studying the Bible, Philip, we know you, we understand that God's got stuff for you, that's a really good idea. Und sie sagen, Bibelstudium, ja, das können wir voll sehen für dich, das hat Gott für dich. But we got great Bible schools in this country. Aber wir haben doch super Bibelschulen hier in diesem Land. Hawaii for us British people, it's exotic, it's palm trees, it's hula. Wenn Engländer an Hawaii denken, dann ist das exotisch, da sind die Palmen und Hula. Anyway, what they said to me was, we will give you some money because we have a fund, but you mustn't use it for travel, but you can use it towards the school fees. Also sie haben mir dann gesagt, okay, wir haben da einen Fundus und da geben wir dir Geld von, du darfst es benutzen, um Schulung damit zu bezahlen, aber nicht Reisen. And I was very grateful for that. Da war ich sehr dankbar für. That paid for half of my school fees. Das hat die Hälfte meiner Schule damals bezahlt. And I remember calling, I was accepted for the school, I remember calling Ron Smith, the school leader. Ich wurde angenommen und habe dann telefoniert mit dem Schulleiter Ron Smith. And I spoke to him and I said, I've got half the school fees and no airfare. Und ich habe ihm gesagt, ich habe die halbe Schulgebühr und den Flug noch nicht. And he said, we'll pray. Und er sagt, wir werden beten. What else does a school leader say? Was anderes soll ein Schulleiter sonst auch sagen? And I had to leave on the Saturday to get there in time, and this was Wednesday, the week before. Ich musste an einem Samstag losfliegen, dass ich rechtzeitig ankomme, und das war Mittwoch, die Woche vorher. And I went to a church, a midweek church meeting. Und ich bin zu einem Gemeindetreffen gegangen, Mitte der Woche. And people knew that I was wanting to go on this course. Und Leute wussten inzwischen, dass ich gerne diesen Kurs machen wollte. And I had all these gifts given to me, little envelopes with gifts. You Und know, auf the einmal magic envelope. kriegte ich lauter kleine Umschläge zugesteckt. And I counted it up and I had enough for a one-way standby ticket. Und ich habe das Geld gezählt und es war gerade genug für einen Hinflug, aber nur als Standby. Half the school fees, half a ticket. Also die halbe Schulgebühr und ein halbes Ticket. So I called Ron, the school leader, Also habe ich Ron, den Schulleiter, wieder angerufen. and I said, this is what I got, what should I do? So viel habe ich jetzt, was soll ich jetzt machen? And he broke all the rules. Und er hat sämtliche Regeln gebrochen He said, come. und hat gesagt, komm. So later that week I jumped on a Pan-American flight to Los Angeles. Und später in der Woche bin ich dann
mit Pan Am nach Los Angeles geflogen. And I wandered around Los Angeles airport and found another standby ticket to Honolulu. Und bin durch den Flughafen in Los Angeles geirrt, bis ich einen weiteren Standby-Ticket nach Honolulu kaufen konnte. And then I arrived there midnight that day, very tired. Dann kam ich um Mitternacht Ortszeit dort an, sehr müde. And all of the flights to the other islands were closed down for the night. Und die ganzen Flüge dann zu den anderen Inseln hatten schon aufgehört für den Tag. So I tried to sleep in the airport. Ich habe versucht, im Flughafen zu übernachten. And the next morning I got the first flight out to the big island. Und am nächsten Morgen bin ich mit dem ersten Flieger auf die große Insel Big Island geflogen. It was a breakfast champagne flight. Das war ein Frühstücks-Champagnerflug. I had a glass of champagne with about 3 other passengers. Ich hatte ein Glas Champagner mit ungefähr 3 anderen Fluggästen. This airline went out of business just after that. Und kurz darauf ist diese Airline bankrott gegangen. It seems the champagne didn't work. Der Champagner hat vielleicht nicht funktioniert. But and then I arrived at the campus there in Kona, Hawaii. Also bin ich dann angekommen auf Kona, Hawaii, wo die Universität ist. And they said, oh, the SBS isn't here, it's at a camp at the very north of the island. Und kaum war ich da, haben die gesagt, oh, die SBS ist gar nicht hier, die ist am anderen Ende der Insel. So I waited most of the day. Also habe ich den meisten Großteil des Tages mit Warten verbracht. I don't think I'd ever been so tired. Ich glaube, ich war noch nie so müde in meinem Leben. And eventually we got on a minibus and we drove a couple of hours to the north of the island. Dann sind wir endlich mit einem Minibus zur anderen Seite der Insel gefahren. And I still remember meeting Ron Smith, welcoming me. Und ich kann mich noch gut daran erinnern, Ron Smith zu treffen, wie er mich begrüßt hat. He said, I'll show you where you're staying. Ich zeig dir, wo du schläfst. We opened this door Er macht die Tür auf. and I realised I was going to have 23 roommates. Und mir wurde klar, oh, ich habe 23 Zimmergenossen. And I remember thinking, oh God, what are you doing to me? Und ich dachte auch, Herr, was machst du hier mit mir? But we're very adaptable, aren't we? Aber es ist erstaunlich, wie wir uns anpassen können. And so I began the School of Biblical Studies. Und so habe ich die Schule für Bibelstudium angefangen. And in the timing of God, at this time in Wyram, England, Gottes Zeitplan war, dass während der Zeit in Yorkshire, England, they were believing to buy a new property in the Midlands of England called the King's Lodge. haben sie Gott vertraut und wollten ein neues Grundstück kaufen in den Midlands in England, in der Nähe von Birmingham, King's Lodge. And they wanted this property so they could have more training. Und sie wollten dieses Gebäude, haben, damit sie mehr Ausbildung machen können. And one of the schools they wanted was the School of Biblical Studies. Und eine der Schulen, von der sie geträumt haben, war die Schule für Bibelstudium. So the leaders came to me and said, Philip, would you do the school, train, and then bring the school back to England? Und einer der Leiter hat mich kontaktiert und gesagt, Philipp, könntest du die Schule machen und dann mit nach England bringen? And I really felt that was right. Und ich hatte auf einmal den Eindruck, das ist richtig. So I did a second year in Hawaii. Ich bin ein zweites Jahr in Hawaii geblieben. Really tough. War echt hart. Yeah, it's just really difficult being there with the blue water. And Es ist echt so hart, dort zu sein, mit dem schönen Wetter und dem blauen Wasser. anyway, some have to do it. Aber irgendwer muss es ja machen. But anyway, that didn't last. I left the island in the Pacific and went to the island in the Atlantic. Also das war nicht von langer Dauer, sondern dann habe ich die Pazifikinsel verlassen und bin zur nordatlantischen Insel zurückgekehrt. And so in 85 I began a first school there in England, the School of Biblical Studies. Und 1985 habe ich die erste Schule für Bibelstudium in England angefangen. And when I was leading this school, I remember thinking a couple of times, everything I'm doing I've done before. Und während ich diese erste Schule vorbereitet und gemacht habe, ist mir so aufgefallen, irgendwie habe ich das alles schon mal gemacht.
And so much of what I'd done as a youth leader and all these other things, it was like, it wasn't new, it was like, I've done this. So viele Dinge, die ich gelernt hatte als Jugendgruppenleiter und so, kamen jetzt zur Hilfe und ich dachte, oh, das habe ich schon mal gemacht, das weiß ich. And I don't know why it took 13 years for God to have me stay in this job I was bored with. Ich weiß immer noch nicht, warum Gott mich 13 Jahre lang in diesem langweiligen Mechanikerjob behalten hat. But when the time came, it did happen very quickly. Aber als es dann losging, als die Zeit reif war, dann ging es Schlag auf Schlag. And I've no regrets for that time that I stayed with my church and in that job. Und ich bereue nichts davon, die Zeit, die ich mit meiner Gemeinde einfach gearbeitet habe und all das. Just really quickly, a few other things about this time of David in this preparation. Noch kurze Zusammenfassung über diese ganze Zeitspanne der Vorbereitung für David. There was a lot of adversity, a lot of difficulty in David's life. David hatte viel Gegenwind, viele Sachen, mit denen er kämpfen musste in seinem Leben. Yet it seems that he was able to come through all of that free from carrying any offences. Aber irgendwie hat er es geschafft, durch diese ganzen Schwierigkeiten durchzukommen, ohne dass er irgendwie bitter ist oder Schaden davon getragen hat in seinem Herz. You see that when he came into that role, he was able to welcome people that were previously his enemy and to work with them and to build a flourishing in diese kingdom. neue Königsrolle eingetreten ist, hatte er die Fähigkeit, auch Leute, die vorher seine Feinde waren, willkommen zu heißen und zusammenzuarbeiten. And I really believe one of the areas we have to guard against is carrying offence. Und ich glaube, ein ganz wichtiger Bereich in unserem Leben ist, dass wir nicht auf unserem Weg Verwundungen aufsammeln, wo wir bitter gegen andere Leute wären. If we end carrying offence, if we don't deal with it, it can end up leading to betrayal and all sorts of bad things. Wenn wir anfangen, beleidigt zu sein innen drin, dann kann das bis hin zu Verrat führen, langfristig. When we haven't looked at it yet, but you've read it, you know the story of Absalom. Ihr habt schon gelesen die Geschichte von Absalom. The offence he carried ended up him rising up against his father. Die Verwundung und Beleidigung, die er in seinem Herzen getragen hat, ist so weit gegangen, dass er gegen seinen Vater sich erhoben hat. And of course resulted in his death. Und der Ausgang der ganzen Geschichte war sein Tod. One of the big lessons is David learned how to deal with adversity. Also eine der großen Sachen, die David gelernt hatte, war, wie man mit Schwierigkeiten und Gegenwind umgehen kann. And I think many of us are so sheltered from this in the kind of life we live today. Und ich glaube, viele von uns, wir leben ein so beschütztes, behütetes Leben heute. You know, we can have someone take our parking space in town and feel that we have a problem. Da reicht schon, dass uns einer im Ort den Parkplatz vor der Nase wegschnappt und das wird zu einem Riesenproblem für uns. I was reflecting on this, how we read in Romans 8 this wonderful doxology that we have here. Da habe ich drüber nachgedacht, als ich im Römerbrief dieses Gotteslob gelesen habe. Where the apostle says, who will separate us from the love of Christ? Was kann mich trennen von der Liebe Christi? And we love that bit. Das finden wir toll, diese Stelle. And we love the bit where he says in a couple of verses, for in all these things we are more than conquerors. Und wir lieben den Vers, wo steht, und in all diesen Dingen sind wir mehr als Überwinder.
And we can put those two together, thinking that being more than conquerors means we won't have problems because of God's love. If God loves us, then we can be conquerors, whatever that means. Und wir können diese zwei Stellen zusammentun und sagen, oh, Gott liebt uns und wir sind mehr als Überwinder deshalb. But we forget the rest of verse 35 here in Romans 8. Aber irgendwie vergessen wir dabei Vers 35 in Römer 8. Because as he talks about not being separated from the love of God, Während davon redet, dass uns nichts von der Liebe Gottes trennen kann, he talks about different things that he expects to happen to people. Dann listet auf verschiedene Sachen, wo einfach erwartet, das wird Leuten passieren. He expects people to have hardship. Dass Leute Trübsal haben. And the point is, when you have hardship, does that mean God doesn't love you? Und der Punkt, den machen will, ist, falls du durch harte Zeiten gehst, heißt das, dass Gott dich nicht mehr liebt? We have hardship and we think, where's God? I thought he loved me. Meistens, wenn wir durch schwere Zeiten gehen, dann denken wir, oh, mir geht's schlecht, das heißt, dass Gott mich nicht mehr liebt. Wo ist Gott? But Paul expects that to happen. Aber Paulus erwartet das einfach, das gehört dazu. And the point is, when that happens, that does not separate us from the love of God. Und was damit sagen will, ist, wenn uns diese Sachen passieren, dann heißt das nicht, dass wir getrennt sind von Gottes Liebe. Or distress. Oder Hardship. oder einfach Furcht und Angst, Sorgen, Or persecution. Verfolgung, Or famine. Hunger, Or nakedness. Nacktheit, Blöße Or peril. oder Gefahren Or the sword. oder das Schwert. So he's talking about this kind of adversity that he reckons will happen to believers. Hier redet über Dinge, da erwartet einfach, diese Sachen werden Gläubigen passieren. And his whole point here is, if these things happen, Und was damit sagen will, ist, wenn diese Sachen passieren, that doesn't mean God loves us. That does not love us. Bedeutet das nicht, dass Gott aufgehört hat, uns zu lieben, wenn uns das passiert. But rather, none of these things that might happen to us separate us from the love of God. Sondern auch wenn uns diese Dinge zustoßen, trennen uns die immer noch nicht von seiner Liebe. And I've no doubt David knew a lot of those things. Und ich bin mir sicher, dass David viele dieser Sachen aus erster Hand erlebt hat. And we know by the Psalms that when these things happened to him, he didn't get angry with God or doubt God, but rather he pressed into God. Und wir wissen aus den Psalmen, dass wenn diese Sachen ihm zugestoßen sind, dann ist er nicht auf Gott verrückt geworden oder ärgerlich geworden, sondern er hat Gott weiter gesucht und ihm vertraut. And it was something that built something into his spirit, so that when he came into his role as king, he knew his dependency on God. Und irgendwie haben diese ganzen Schwierigkeiten, die er hatte, was eingebaut in seinen Geist, was Starkes, dass als er dann regiert hat und König wurde, er das gut machen konnte. And this is one of the biggest differences between him and his son Solomon. Und das ist einer der großen Unterschiede zwischen König David und seinem Sohn Salomo. I don't know what time we get to look at this, but one of the things that Solomon did was he built a really strong army. Ich weiß nicht, wann wir dazu kommen, aber eine Sache, die Salomo gemacht hat, ist ein ganz starkes Heer aufzubauen. And he had a huge chariot army. Und er hatte eine große Abteilung von Kampfwagen. And we read that he had 12,000 horses. Er hatte 12.000 Pferde. And these horses were chariots. He had chariot cities all around his country. Er hatte Garnisonen, wo Kampfwagen stationiert waren, überall im Land verteilt. We read in chapter 10, 1,400 chariots and 12,000 horses. In Kapitel 10 wird erwähnt, dass er 1400 Kampfwagen hatte und 10.000 oder 12.000 Pferde. Now God said through Moses in Deuteronomy 17 that when a king comes to England, they shouldn't multiply horses. Und
im 5. Buch Mose hat Gott gewarnt, wenn einer von euch König wird, soll er nicht auch eine Vielzahl von Pferden vertrauen. Now that's a really strange thing to say to a king. Ist das nicht was Komisches, zu einem König zu sagen? Because if he's a military leader, he needs a strong army. Weil wenn er ein militärischer Leiter ist, braucht er ein starkes Heer. And one thing, to have a chariot army, that gave you superiority over a lot of people. Und eine Armee, die ausgerüstet war mit Kampfwagen und Pferden, das hat ihm Vorteile verschafft gegenüber seinen Feinden. But God wanted the king of Israel to be dependent on him for the victories and not self-sufficient. Aber Gott hat sich gewünscht, dass der König von Israel auf ihn vertraut hat für seine Siege und nicht auf seine militärische Macht. And in 2 Samuel 8, we look at verse 4. In Kapitel 8, Vers 4 im 2. Samuel. David had defeated a king right to the very north of his kingdom, near the river Euphrates. Da hat David einen Feind geschlagen bis ganz weit in den Norden rauf, bis zum Euphrat. And in defeating King Hadadezer, he actually captured 1,700 horsemen. Da hat David Hadadezer geschlagen und von ihm 1700 Gespanne gefangen genommen. And all of the chariots that went with them, a really large chariot army, he conquered that. Also hat da eben viele Kampfwagen auch gehabt. But in verse 4 we read that David hamstrung 1,700 horses. Aber da steht in Vers 4, dass David die ganzen Pferde von diesen 1700 Gespannen gelähmt hat. He left enough horses for 100 chariots. Also hat nur genügend Pferde übrig behalten für 100 Kampfwagen. That's kind of like a police force. Das ist so die Stärke vielleicht von Polizei. Now to hamstring a horse means you don't kill it. Ein Pferd lähmen, das heißt, du tötest es nicht. You cut one of the tendons in the back of the legs. Um das zu tun, schneidest du die Sehne in einem bei den Hufen bei einem Bein durch. Which means that horse is no longer able to be a war horse. Und dadurch kann dieses Pferd kein Kriegspferd mehr sein, kein Streitross. It couldn't pull a chariot. Es konnte keinen Kampfwagen mehr führen. That was my question. Okay, Ja. Thank you. I thought it might be. Ja, das war die Frage. Because we're not familiar with that. So you see, why would David do that? Warum in aller Welt hat David das getan? Well, firstly, he knew the law. Erstens, er hat oft genug im Gesetz gelesen. But secondly, he could do it because he knew it was God who gave victories. Und zweitens konnte er das tun, weil er aus Erfahrung wusste und vertrauen konnte, dass Gott der ist, der Siege schenkt. And so, I don't know where you believe you are in your season of life. Ich weiß nicht, wo du gerade stehst, in welcher Lebensphase, in welchem Abschnitt. But let me encourage you to be patient. Ich möchte euch Mut machen, Geduld zu haben mit euch selber. Recognize every situation you're in can be a learning experience, a preparation. Erkennt einfach, dass jede Situation, die euch das Leben so beschert, eine Möglichkeit ist, dass wir mehr lernen. And be patient. Seid einfach geduldig. God has a time and a season. Gott hat für alles seine Zeiten und Abschnitte. Okay, let's. We need to keep moving. Let's look at these first chapters of 1 Samuel. Also lasst uns mal die ersten Kapitel vom 2. Samuel angucken. Because 2 Samuel chapter 2, we see David establishing his kingdom. Also Kapitel 2 sehen wir, wie David sein Königreich festigt.
the structure of 2 Samuel is that the first 10 chapters are really about what David did as king. Die ersten 10 Kapitel von 2. Samuel, da geht es darum, was hat David als König einfach so gemacht. The last 4 chapters are a kind of a summary celebration of his reign. Die letzten 4 Kapitel sind so eine Zusammenfassung, wo eigentlich alles, was er in seiner Regierungszeit, das wird gefeiert, was er getan hat. And everything else is really about the sin with Bathsheba and the consequences of that sin that carried on down in his family. Und alles andere zwischen diesen beiden, da geht es um seine Sünde mit Bathseba und die Konsequenzen, die das hatte. And so in chapter 2 we read that David was crowned first of all king of Judah. In Kapitel 2 wird David zum König über Juda gekrönt. The anointed king had been killed, and so now he felt able to move into his anointing. Der gesalbte König war tot, Saul, und jetzt fühlte David sich frei, sich selber krönen zu lassen oder gekrönt zu werden. And bearing in mind that this was the tribe of Judah, he chose a capital city in the middle. Wenn man sich überlegt, dieses Gebiet, das war der Stamm Juda, und er hat sich als eine Stadt in der Mitte ausgesucht, nämlich Hebron. I think this was his palace here. Ich glaube, das war sein Palast. No, I made that joke, it's not. Nein, das stimmt nicht. Just to say that Hebron is a real place, that's what it looks like today. Also einfach, damit will ich sagen, Hebron ist ein echter Ort, den gibt es wirklich, auch heute noch. And you do find a whole a bit of dynamics now, because he was king of Judah, but the tribes at the north, the rest of the tribes, were still connected to Saul, the descendant of Saul. Also David war König in Juda, aber die nördlichen anderen Stämme waren alle noch loyal für Saul. So at Saul's death, the army commander took one of the sons of Saul that didn't die, Ishbaal, and made him king. Nachdem Saul gestorben war, hat der Führer von Sauls Armee einen der Söhne von Saul, Ishbaal, der nicht umgekommen ist, genommen und zum König gemacht. There was chapter 3 of 2 Samuel, verse 1, there was a bit of a civil war between these two houses, the house of Saul and the house of David. Und dann gab es eine Periode, wo es ein bisschen wie Bürgerkrieg gab zwischen dem Haus Davids und dem Haus von Saul. And the difference between Saul and Ishbaal is Saul had been anointed, Ishbaal hadn't been. So David was happy to be involved in these kind of battles. Und der Hauptunterschied war, David war gesalbt worden zum König und Ishbaal nicht. Then I have to introduce you to Joab. Jetzt muss ich euch Joab vorstellen. And he had 2 brothers, and they're all significant in what happens. Abishai and Ashiel. Joab hatte 2 Brüder, das ist wichtig. Einer hieß Abishai und der andere Asahel. The way David chose Joab as his commander David hat Joab als seinen Kommandanten der Armee ausgewählt durch is he had said when they were attacking the city of Jerusalem, the first one in is going to be my commander. Er hat gesagt, okay, wir greifen Jerusalem an und der Erste, der es in die Stadt reinschafft im Kampf, der wird mein Heerführer werden. And that makes sense. He wanted the one who was going to be the bravest and the go for it and lead out the front, and Joab was the one who was that person. Das macht auch Sinn, denn du willst als Heerführer jemanden haben, der mutig ist und wirklich vorne weg geht, und Joab war da der Richtige. And as the story unfolds, I mentioned that sometimes champions from the 2 sides would meet and fight. Und wie die Geschichte sich dann entfaltet, manchmal haben so die beiden Seiten sich bekämpft durch Helden, die gegeneinander kämpfen. And so the 2 army commanders with some troops came from both sides and met here at Gibeon. Also haben die Heerführer mit ein paar Truppen sich getroffen in der Mitte.
and they had 12 people come from each side to fight one another, and I don't know how this happened, but they all managed to die at the same time, all 24 of them. Also sie haben jede Seite durfte 12 Kämpfer abstellen, die dann gegeneinander gekämpft haben, und irgendwie ist es passiert, dass alle 24 ziemlich gleichzeitig sich gegenseitig umgebracht haben und keiner überlebt hat. And so that